Ja, mich hat der Kreis hier gerade so angesprochen, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich noch einen. Und ohne Gold. Ich habe hier noch so einen Rest Masse und habe mir einfach eine kleine Leinwand eben noch genommen und ja, werde das jetzt hier nochmal ausprobieren, was ich noch so mit Kreisformen machen kann. Ich habe ja ein paar Bilder schon gemacht mit Kreisen und jetzt hatte ich gerade so eine Idee und das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Also ein bisschen experimentieren mit der Masse hier, mit der Strukturmasse und dann eben auch mit Farben. Und jetzt trage ich hier gerade so die Masse auf und es forme ich irgendwie so eine Figur, so eine Kreisfigur. Es ist noch ein bisschen klamm, aber es konnte die ganze Zeit so einfach trocknen. Ich finde hier diese Struktur ganz schön. Die ist es gibt so eine Dynamik vor einfach. Also so, ja, es wirkt einfach irgendwie auf mich. Und ich finde es ganz schön. Ich habe jetzt gar nicht so die Idee, wie rum oder so genau, was ich jetzt machen will. Ich will es irgendwie fließen lassen. Und der Kaffee, ja, der ist kalt, also der kann jetzt hier auf die Leinwand. Ups, da geht's schon los hier, aber es könnte noch ein bisschen anders laufen. Also ich will eigentlich nicht nur Linien hier, sondern ich will auch ein bisschen Fläche. Und so kann man hier gut experimentieren. Also erstmal ein bisschen die Flüssigkeit verstreichen und dann kann ich nämlich einen anderen Farbton darauf fließen lassen. Hier noch ein schönes Grün, das hat mich so angesprochen. Verdünne ich noch ein bisschen, ist noch nicht ganz so flüssig. Jetzt mal rauf. Ach, da kann man auch erstmal schön zugucken hier. Es verbindet sich so langsam und das ist so das Schöne. Also wenn du Zeit hast, genieße das. Guck dir das Ganze in Ruhe an, wie das so ineinander läuft. Und dann kannst du eben ein bisschen nachhelfen mit dem Palettenmesser und mal gucken, wie es sich hier einfach verhält. Läuft das über die Struktur? Läuft das in die Struktur? Wie läuft die Farbe überhaupt? Also so passiert einfach immer was. Wenn dann nicht mehr so viel passiert, kannst du es auch einfach mal kippen und gucken, was hier so geschieht. Und das sind immer tolle Experimente, finde ich. Das macht einfach Spaß. Man lernt dabei auch unwahrscheinlich viel über die Farben, über die Konsistenz, über die Struktur kennen. Ja, ich könnte jetzt noch andere Farben dazu nehmen, aber ich male es einfach grün an. Das gleiche in dunkelgrün. Also die Struktur sieht jetzt ja irgendwie ein bisschen anders aus über die Farbe. Es wirkt auch anders als eben das Weiß. Und mich hat das irgendwie erinnert an diese Rinde. Ich fand die Farben so schön und gucke jetzt, ob ich hier einen Farbton rausnehme und jetzt wieder ins Helle arbeite. Also so kann man ja so schön unterschiedlich malen. Und der Farbton, ja, der ist auf dieser Rinde drauf. Also das ist ja genau so ungefähr der Farbton. Und jetzt machen wir es mal wieder heller. Mal gucken. Das macht auch Spaß. Farbe einfach raufkippen. Aber trotzdem fließt es gar nicht so richtig. Deswegen gebe ich hier noch mal ein bisschen nach mit Wasser.
Mal so ein bisschen hin und her schubsen, die Farbe. Gucken, dass sie sich ein bisschen löst hier. Oh, die Tropfen sind trotzdem da und deswegen kann man hier einfach noch mal ein bisschen mit den Fingern nachhelfen. Ja, jetzt sieht es schon wieder anders aus. Jetzt fließt die Farbe anders. Und jetzt habe ich aber nur so ein bisschen Struktur. Deswegen ist es jetzt gar nicht so markant. Ich gucke jetzt einfach mal, wie die grüne Farbe jetzt dazu passt hier. Ja, es macht total Spaß. Also richtig Spaß macht das. Es ist so unkompliziert. Und ich kann einfach gucken, was so passiert und experimentieren. So, die Hand, das beste Werkzeug, kann man jetzt auch mal kurz sauber machen. Ist immer schön, wenn man alles so mit einbeziehen kann. Und jetzt sehe ich hier halt die Struktur tatsächlich, aber das Muster des Verwischens, also egal ob jetzt mit Pinsel oder mit der Hand, das stört mich jetzt und deswegen nehme ich es wieder ab. Gefiel mir jetzt nicht, deswegen darf jetzt nur so ein kleiner Rest hier bleiben. Ja, ich weiß noch nicht, es sagt mir noch nichts. Es spricht nicht so richtig mit mir hier. Aber die Konturen finde ich ganz schön. Also die sprechen mich immer wieder an. Ja, ich denke, da fehlt noch ein bisschen Glanz. Irgendwie will ich es ja heller haben und deswegen mache ich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Gold drauf. Gold und Grün passt auf jeden Fall passt immer zusammen, finde ich. Das kann ich jetzt hier einfach mal ein bisschen betonen nochmal. Suche die ganze Zeit nach dem Kontrast, glaube ich. Und jetzt habe ich hier einen Kontrast und der vorher gefiel mir gar nicht. Jetzt mal gucken, ob ich das so lasse. Ich weiß es gar nicht. Ich packe das mal ganz kurz in den Rahmen, nur um zu sehen, ob mir das jetzt mehr sagt, nur als Deko-Objekt quasi. Finde ich das ja eigentlich ganz passend. Der Rahmen müsste jetzt in einer anderen Farbe. Ja. Tiefes, sattes Tannengrün. Das ist eigentlich schön, das ist ein schöner Farbton, finde ich. Aber ich will es trotzdem noch mal anders haben. Und gucke jetzt einfach nochmal.
ist das ein Kupferton geworden. Und ja, so gefällt mir das ganz gut. Die Farben sprechen mich jetzt mehr an. Es ist ein schönes kleines Abenteuer gewesen, also hier so sich mit der Form auseinanderzusetzen und ja auch zu gucken, was so passiert. Und ich hatte vorher gerade dieses Bild gemalt und da ist auch so viel passiert. Und ja, es hat eine ganz andere Struktur und deswegen kann man ganz anders darauf reagieren und ganz anders mit dem Bild arbeiten oder mit der Fläche. Es ist auf jeden Fall eine schöne, leichte Arbeit, die ja einfach einem viel gibt, glaube ich, weil sie eben auch sehr simpel ist. Also einfach machen in diesem Sinne. Hab viel Spaß beim Tun, hab eine ganz schöne Zeit und schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss. Einfach machen. Man erkennt es ganz gut an dem Bild oder an dem Prozess hier. Denn ich habe angefangen mit einem Gefühl und dann habe ich so gedacht, ja toll, und habe dann aber zwischendurch wieder ein ganz anderes Bild gemalt und dachte dann so, jetzt würde ich gerne die und die Farbe ausprobieren und gucken, was so kommt. Und ja, plötzlich war das gar nicht mehr so meine Farbe und vorher hatte vielleicht eher der Kopf entschieden, die Farbe ist jetzt gut, aber das Gefühl hat nicht mitgezogen und dann geht das halt nicht und dann kippt die Stimmung vielleicht sogar und du denkst so, wow, das passt jetzt gar nicht, es fühlt sich nicht gut an, der Bauch zieht sich zusammen und da kann man mal sehen, wie kräftig Farbtöne sind und mit dir sprechen und wie sehr du darauf reagieren kannst. Und in der Malerei ist es so schön, du kannst es ändern. Änder es einfach, mach einfach. Und genau das überträgt sich auch in dein wahres Leben. So ist es einfach. Die Malerei oder die Leinwand gibt dir einfach einen großen Spielplatz, wo du dich drauf austoben kannst, wo du dich drauf ausprobieren kannst. Und es wäre so schade, wenn du das nicht nutzt. Also mach einfach und hab viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, vielen, vielen Dank. Danke für dein Abo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habt alle einen ganz schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.